Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem neuen Video bei Nicoles Aktiensteckbriefen. Bei mir lernt ihr wie immer Unternehmen zu verstehen und lernt neue Aktien kennen. Und heute nehme ich euch mit nach Japan auf die Reise in die Welt der Sogo-Shoshas und stelle euch dabei das Unternehmen Itochu vor. Auch Warren Buffett hat bereits die Welt der Sogo-Shoshas betreten und einige davon in sein Berkshire Hathaway Portfolio mit aufgenommen. Und heute schauen wir uns mal an, wie das Geschäftsmodell von Itochu eigentlich funktioniert, womit sie eigentlich alles handeln, denn sie sind ja ein allgemeines Handelsunternehmen. Und was das bedeutet, schauen wir uns heute an. Und ob das mehr ist als ein kleiner Tante-Emma-Laden. Wir schauen uns zusammen an, wie das Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, wie die Prozesse ablaufen und womit die Itochu das meiste Geld verdient. Und wie immer werfen wir am Ende des Videos auch nochmal einen Blick in das Management. Dann lass uns mal zusammen die Reise nach Japan antreten. Viel Spaß dabei! Ein kleiner Disclaimer vorab, bevor es so richtig losgeht. Ich gebe hier auf meinem Kanal weder Kaufs- noch Verkaufsempfehlungen und ihr seid selber dafür verantwortlich, wie ihr mit meinen Informationen umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Die Itochu ist ein japanisches Allgemeinhandelsunternehmen, denn sie handeln gefühlt mit allem. Maschinen, Lebensmittel, Textilien, Energie und auch IT. Und im Grunde genommen sind sie nicht nur Händler, sondern Koordinatoren. Sie koordinieren nämlich den Welthandel. Ganz konkret verbinden sie Hersteller, Käufer, die ganze Logistik und auch die Finanzierung in einem großen Netzwerk. Sie bauen nicht selbst, sie handeln also und verdienen an jeder dieser Schnittstelle auch mit. Sie kaufen, verkaufen und organisieren Geschäfte. Von Rohstoffen bis hin zu Konsumgütern. Und es geht nicht nur ums Handeln, sondern auch um das Managen von Unternehmen und Beteiligungen. Im Jahr 1858 wurde Itochu schon gegründet und gehört zu den größten Handelshäusern Japans. Im Gegensatz zu anderen Sogo-Shoshas handelt Itochu aber nicht überwiegend mit Energie und Rohstoffen, sondern mit Konsumgütern, Lebensmitteln, mit Textilien und auch im Digitalgeschäft. Sie vernetzen die Produzenten und die Käufer über Ländergrenzen hinweg und organisieren dabei auch die Logistik und die Finanzierung. Sie übernehmen dabei auch das Risiko und steuern die Handelsströme. Sie handeln also nicht nur mit eigenen physischen Gütern, sondern bieten auch ihr Netzwerk als Dienstleistung an und ihr Know-how und ihre Vernetzung in den internationalen Markt. Über ihre globale Handelsplattform steuern sie den weltweiten Import, Export und den Vertrieb. Zum Beispiel kauft Itochu Rohstoffe in dem Land ein und verkauft sie dann mit einer Marge weiter oder verarbeitet sie zu höherwertigen Produkten für ein anderes Land. Zusätzlich sind sie aber auch noch an anderen Unternehmen beteiligt oder haben ein Joint Venture. Damit haben sie halt langfristige Cashflows und sichern sich aber auch die Kontrolle über den Markt. Itochu steuert dabei die komplette Lieferkette. Vom Anbau, Abbau über die Verarbeitung bis hin zum Verkauf an den Endkunden, zum Beispiel an die Supermärkte in Japan. Als Leitbild sehen Sie sich Committed to the Global Good. Das heißt auf gut Deutsch dem globalen Wohl auch verpflichtet und Ihr Leitprinzip heißt Sampo Yoshi. Damit ist gemeint, Sie wollen Gutes für Käufer, Verkäufer und auch die Gesellschaft erwirtschaften und Fairness in alle Richtungen damit ermöglichen. Nehmen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel, um die Handelsplattform etwas greifbarer zu machen. Zum Beispiel im Orangenanbau. Dort ist Itochu an den Plantagen beteiligt, zum Beispiel in Brasilien oder Südafrika, und teilweise besitzt Itochu sogar Tochterfirmen wie Dole und sogar eigene Produktionsstandorte. Die Verarbeitung, also der Midstream, der passiert dann wieder an einem anderen Ort. Dorthin organisiert Itochu die Logistik, zum Beispiel auf die Philippinen oder nach Thailand. Die geernteten Orangen werden dann in eigenen Partnerbetrieben auch gewaschen, sortiert, verarbeitet, etwa zu Saft oder zu Fruchtpüree. Und Itochu investiert hierbei in die Logistik und in die Energieeffizienz, um Kosten und Emissionen zu senken. Und die fertigen Produkte werden dann über Itochus weltweites Logistiknetz auch verschifft und sie übernehmen dabei auch die Finanzierung, die Zollabwicklung, die Versicherung und sie bündeln auch die Mengen und verhandeln Großabnehmerdeals, um damit auch Risiken für die Abnehmer zu minimieren. Und dann fährt das Containerschiff irgendwo an den Zielort, zum Beispiel nach Japan. Und landet dann in Japan in den Supermärkten oder Convenience Stores wie Family Mart, an denen Itochu dann wiederum ebenfalls beteiligt ist. Also Itochu verdient in dem plakativen Beispiel jetzt nicht nur an dem Verkauf der Orange, sondern an jedem Schritt dazwischen, von der Plantage bis hin ins Regal. Und so sieht eine globale Handelsplattform mal in Aktion aus.
Ja, als weiteres Beispiel, lass uns mal die Textilindustrie anschauen. Hier erkennt Itochu ein Problem. Es gibt immer mehr Tonnen Kleidung auf dem Müll, Millionen von Tonnen. Und Itochu erkennt hierbei nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine Business-Chance. Denn sie haben ein eigenes Kreislaufmodell entwickelt, ReNu heißt das. Das heißt, alte Polyesterkleidung wird dabei gesammelt, sortiert, gereinigt, chemisch recycelt und aus diesen Fasern entsteht dann halt neues Garn, das wieder zur Mode verarbeitet wird. Und das Besondere, die Qualität ist sogar vergleichbar mit Neuware und das spart auch massiv CO2 und Wasser ein. Ja, die Garne und Stoffe werden dann wieder von Textilhändlern eingekauft und zu neuen Produkten verarbeitet, zum Beispiel Adidas. Und außerdem ist Itochu zum Beispiel auch noch Lizenzpartner vieler Modemarken in Asien für Levi's Jeans zum Beispiel oder auch Fila. Und als drittes Beispiel schauen wir uns nochmal an, wie Itochu am LNG-Handel mitverdient. LNG ist ja ein Erdgas, was auf minus 162 Grad runtergekühlt wird und dadurch wird es flüssig und kann dann in Tankschiffen auch transportiert werden. Itochu ist dabei an mehreren LNG-Projekten auch direkt beteiligt, zum Beispiel im Ichthys-Projekt in Australien oder bei Gasförderungen in Asien und Afrika. Das Unternehmen kauft das Gas ein, verflüssigt es, verschifft und verkauft es weiter, oft auch über langfristige Lieferverträge. Also Itochu handelt hierbei nicht nur mit dem LNG, sie investieren auch in Infrastruktur wie Terminals, Pipelines, Regasanlagen und die Speicherlösungen. Dadurch entstehen hohe Handelsmargen, denn Itochu kauft das LNG günstig im Ursprungsland ein und verkauft es dann halt gewinnbringend weiter. Zum Beispiel an Energieversorger in Japan oder Südkorea. Ja, Beteiligung haben sie auch aus den Joint Ventures oder den Förderprojekten und durch die Finanzierung, die Versicherung, Logistik und das Hedging nehmen sie auch weitere Einnahmen durch Dienstleistungen ein. Aber sie haben hier auch einen Blick auf die Zukunft, denn sie treiben auch den ökologischeren Wandel hier gezielt an und wollen fossile LNG-Lösungen auch ermöglichen mit grünem Ammoniak, Wasserstoff und klimaneutralen Transportlösungen. Ja, was haben denn jetzt die ganzen Unternehmen davon, die Handelsaktivitäten über Itochu abwickeln zu lassen und warum übernehmen sie das nicht einfach selbst? Das schauen wir uns jetzt mal an, welche Vorteile daraus für die Unternehmen entstehen. Ja, zuerst ist die globale Infrastruktur und das starke Netzwerk zu nennen, denn Itochu verfügt über eigene Niederlassungen in 60 Ländern der Welt. Sie haben jahrzehntelange Handelsbeziehungen weltweit schon gesteuert und auch direkten Zugang zu Produzenten, Raffinerien, Minen, Plantagen, Fabriken und so weiter. Der Vorteil für die Unternehmen liegt hierbei eigentlich auf der Hand. Sie profitieren von Itochus etablierten Beschaffungs- und Absatzwegen, ohne selbst dabei lokale Strukturen aufbauen zu müssen. Ja, ein zweiter Vorteil sind die Lieferketten. Die werden nämlich dadurch koordinierbarer, dadurch, dass Itochu die komplette Supply Chain übernimmt und auch komplexe Lieferketten steuert. Von Rohstoffen bis hin zum fertigen Endprodukt, inklusive der ganzen Zollabwicklung, der Lagerhaltung und des Transports. Davon profitieren halt auch besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen, denn Itochu nimmt ihnen halt den Aufwand ab, die Logistik selbst zu organisieren. Und durch die Übernahme der Finanzierung und der Risikoabsicherung sichern sie die Unternehmen halt auch gegen Währungsrisiken ab, gegen Naturkatastrophen, Lieferausfälle und so weiter. Und da Itochu weltweit so gut vernetzt ist, nehmen sie den Unternehmen auch das Risiko ab, dass die Lieferkette vielleicht nicht ganz so transparent ist und damit Nachhaltigkeitsziele auch nicht erfüllt werden. Ja, Itochu bietet auch durch sein großes Netzwerk Zugang zu Innovationen und Entwicklungen wie neue Technologien, zum Beispiel Wasserstoff, Bioplastik, ReNu, Textilmodell, in dem sie einfach die Kreislaufwirtschaft nutzen, um alte Textilien wieder in neue zu verarbeiten. Sie haben auch lokale Innovationsmärkte, die sie stärken, zum Beispiel Start-ups in Südostasien und in Afrika. Und einer der größten Vorteile ist natürlich die Verhandlungsmacht. Mit so einem starken Partner wie Itochu kann man auch viel bessere Einkaufspreise ermöglichen. Man kann die Ressourcen besser beschaffen, man kann Frachtkosten optimieren und direkt von Itochus Marktmacht einfach profitieren, indem man sie dazwischen schaltet. Also als kleines Fazit hier zu den Punkten: Itochu ist nicht einfach ein Zwischenhändler, sondern ein strategischer Partner, der Infrastruktur, Finanzierung, Risikoabsicherung, ESG-Maßnahmen, Standards und Marktzugang in einem einzigen Servicepaket auch bündelt. Und damit haben die Unternehmen einfach einen starken Partner an der Hand, der ihnen diese ganze Distribution und die ganze Logistik und die Steuerung der Lieferkette auch abnimmt. Ja, so wie ziemlich alle Unternehmen hat auch Itochu mehrere Ziele im Nachhaltigkeitsbereich
und im Diversity-Bereich. Sie wollen auch in Führungspositionen den Frauenanteil erhöhen, hier auf 30%. Klimaschutz ist ihnen wichtig. Sie wollen die Treibhausgase reduzieren und 40% gegenüber 2018 einsparen bis zum Jahr 25 und auch netto Null Emissionen erreichen bis zum Jahr 2050. Ja, mit Cleantech ist gemeint, dass sie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Portfolio auf über 20% ausweiten wollen und auch vermehrt Storage-Systeme, also Speicherlösungen, etablieren. Dass ihre Lieferketten auch nachhaltig sind, das stellen sie gerne über Audits auch sicher, wo sie die Unternehmen inspizieren, ob sie auch die Menschenrechte einhalten und so weiter. Und dann ist ihnen auch noch das Ressourcen- und Abfallmanagement wichtig, denn sie möchten die Verpackungsmenge reduzieren, zum Beispiel in ihrem Family Mart in Japan, aber auch Lebensmittelverluste beschränken, sodass halt die Lebensmittel nicht mehr so oft weggeworfen werden. So, jetzt haben wir das Geschäftsmodell kennengelernt und gesehen, wie sie anderen Unternehmen dabei helfen, global zu wirtschaften. Jetzt schauen wir uns aber nochmal an, wie viel Umsatz dabei auf einzelne Segmente der Itochu zurückfällt. Ja, der größte Umsatzanteil entsteht im Food-Segment, nämlich über ein Drittel des Gesamtumsatzes. Das beinhaltet die komplette Lebensmittelwertschöpfung, die Agrarpolitik, die Verarbeitung der Lebensmittel, Groß- und Einzelhandel und auch der eigene Vertrieb in den Family-Mart-Märkten. Das zweitgrößte Segment und ungefähr noch ein Fünftel des Umsatzes besteht aus Energy und Chemicals, das heißt Öl, Gas, Chemie, erneuerbare Energien, Wasserstoff und Speicherlösungen. Noch rund 10% der Umsatzeinteile macht das Machinery-Segment aus. Das beinhaltet vor allen Dingen Infrastrukturprojekte, Fahrzeuge, Maschinen, Mobilität, Schiffe und Energieanlagen. Die restlichen Umsatzanteile sind dann einstellig. General Products und Realty, das sind knapp unter 10%. Da handeln sie mit Holz, Papier und wickeln da die Logistik, die Baustoffe und die Immobilienentwicklung auch ab. Dann der nächst kleinere Punkt ist Metals and Minerals mit 8,6% Umsatzanteil. Und das beinhaltet der Handel mit Rohstoffen. Also Rohstoffe ist hier wirklich ein sehr kleines Segment bei der Itochu. Bei anderen Sogo-Shoshas ist das ein bisschen anders. Die handeln nämlich vermehrt auch mit Rohstoffen. Aber auch Bergbau, Stahl, Recycling und die Emissionsrechte gehört zu diesem Segment. Ja, dann gehört noch der Handel mit ICT und auch das Financial Business zu ihrem Umsatz mit 6,2%. Dazu zählt IT, Telekom, E-Commerce und auch Finanz- und Versicherungsdienste. Die Textilindustrie, also das Segment, womit sie eigentlich mal angefangen hatten ursprünglich im 19. Jahrhundert, macht nur 3,8% vom Gesamtumsatz aus. Das ist gar nicht mehr so viel. Also die ganze Kreislaufwirtschaft, was ich euch vorhin vorgestellt habe, ist ein tolles Projekt, aber es macht nicht so viel Umsatzanteil aus. Ja. Und das kleinste Segment, das nennen sie The AIDS Company mit 3,7% Umsatzanteil. Das ist einfach ein Querschnittssegment für neue Geschäftsmodelle und Innovationen und Partnerschaften. Also das umfasst quasi den Rest, den man nicht irgendwo zuordnen kann. Ja, als nächstes werde ich euch das Management noch vorstellen, denn zu einem guten Unternehmen gehört auch immer ein gutes Management. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst mir doch gerne schon mal ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Der Chairman und CEO, also der Vorstandsvorsitzende, ist Masahiro Okafuji. Er ist bereits seit 1974 bei Itochu und hat schon verschiedene Bereiche im Unternehmen durchlaufen. Und seit 2018 ist er jetzt CEO. Er führte die strategische Transformation von Itochu zu einem global diversifizierten Handelskonzern auch voran und betont die Corporate Branding und ESG, dieses Sampo-Yoshi-Prinzip. Er steigerte die Profitabilität, besonders im Textil- und auch im Maschinenbereich. Fumihiko Kobayashi ist der CAO, das ist der Chief Administrative Officer. Der ist auch bereits seit 1987 bei Itochu. Seit 2015 ist er schon Chief Administrative Officer und auch seit 2021 der Executive Vice President. Ja, er ist zuständig für die ganzen Human Resources, also Personalpolitik, Governance, Compliance und auch die interne Administration. Und er ist damit auch die Treibkraft hinter der Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen wie dem Lights-Out-Programm und Verbesserung der allgemeinen ESG und auch Risikoprozesse. Hiroyuki Tsubai ist der Executive Vice President. Der ist seit 82 im Unternehmen
und ab Juni 22 schon Vorstandsmitglied und seit 23 auch Präsident der Machinery-Industrie und Deputy COO. Er führte bereits bedeutende Infrastruktur-, Maschinen- und auch Projektgeschäfte in Afrika und Europa. Er steigerte die internationale Präsenz durch Großprojekte und Partnerschaften, vor allen Dingen auch in Schwellenländern. Tsuyoshi Hashimura ist der CFO, also der Chief Financial Officer, und hat damit für uns Investoren eine besonders wichtige Rolle. Denn er ist verantwortlich für die komplette Finanzstrategie, für die Stabilität und ein starkes Cashflow-Management. Er hat auch schon diverse Funktionen durchlaufen, war schon immer in der finanziellen Richtung unterwegs und seit 2021 ist er der CFO und auch Vice President, Executive Vice President. Ja, Keita Ishii ist der COO und auch der CSO. Das ist der Chief Strategy Officer. Ja, seit 2025. Der ist aber bei Itochu auch schon seit 1983 und übernahm schon Funktionen in der Chemicals Division und hatte auch leitende Positionen im Bereich Energy und Chemicals. Und genau, seit 25 ist er jetzt auch ernannt worden zum CSO, zusätzlich noch zu seinen Aufgaben als COO. Er gilt dabei als Treiber der strategischen Expansion. Er hat zum Beispiel das Silicon Valley Venture Teams 2025 auch gegründet und die Umstellung auf downstream-orientierte digitale sowie klimaneutralere Geschäftsmodelle auch vorangetrieben. Und den letzten in der Runde will ich euch auch nochmal vorstellen. Das ist nämlich Hiroyuki Naka und er ist der CXO. Das ist der Chief Transformation Officer und damit für die Transformation und für die Digitalisierung auch verantwortlich. Er hat zum Beispiel auch Datenzentren eingeführt und AI-Initiativen ins Leben gerufen, um 200.000 Backoffice-Stunden jährlich einzusparen. Zusammengefasst kann man zum Management sagen, sie sind alle ziemlich lange im Unternehmen, bringen viel Erfahrung mit und scheinen ihr Business auch im Griff zu haben. So, damit wäre ich jetzt auch am Ende meines Videos und damit am Ende von Teil 1 meiner Unternehmensvorstellung von Itochu angekommen. Am Mittwoch folgt dann der zweite Teil, die Finanzwelt. Ich nehme euch mit in eine KPI-Analyse, in der ich euch vorstelle, wie profitabel die Itochu ist, welche Belohnung für uns als Aktionäre dabei herausspringt, wenn wir in die Itochu investieren würden, und stelle euch noch vor, wie die Itochu aktuell bewertet ist, ob sich ein Investment für mich lohnt oder nicht. Und ja, seid gespannt. Am Mittwoch kommt's raus und folgt gerne nochmal meinem Kanal, wenn ihr es verpasst habt, damit ihr keine weiteren Updates auch verpasst. Wenn ihr euch ein amerikanisches Unternehmen anschauen möchtet, was anderen Unternehmen dabei hilft, ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, dann schaut euch gerne mein Video zur Cintas an. Danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!